Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ihr Lieben, heute wird gebacken. Und zwar Cornoleze. Das ist ein Rezept aus meinem Heimatland. Es sind gefüllte Plätzchen, so Butterplätzchen. Und die werden zum Schluss dann in Puderzucker gewälzt. Die Zutaten dafür sind folgende. So wie beim Backen immer, man braucht Mehl, Butter und Eier. Dann habe ich noch Schmand, Vanillenextrakt, eine Prise Salz brauche ich noch in dem Teig. Für die Füllung brauchen wir Pflaumenmus und Mohn. Die Füllung kann variieren, man kann auch andere Marmeladensorten nehmen. Und zum Schluss brauchen wir noch Puderzucker zum Wälzen. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unter dem Video. Und wir legen jetzt los mit der Teigzubereitung. In einer Schüssel gebe ich jetzt alle Zutaten, die für den Teig gebraucht werden. Als erstes kommt die Butter rein. Und die Butter werde ich erstmal zusammen mit der Schüssel in eine Mikrowelle reintun. So, die Butter hat zwar Zimmertemperatur, aber ist immer noch nicht weich genug, sondern ab in die Mikrowelle. Butter ist jetzt geschmolzen. Als nächstes gebe ich die Eier rein. Eine Prise Salz noch dazu, dann Vanillenextrakt, einen halben Teelöffel und zum Schluss noch Schmand. Brauche ich einen Löffel dafür. Jetzt haben wir alle flüssigen Zutaten zusammen und wir mischen die erstmal. Man kann auch ein elektrisches Rührwerk nehmen. Ich präferiere immer mit der Hand zu machen. Oh, die Mischung ist jetzt fertig und das Mehl kommt noch dazu. Es wird nach und nach dann reingegeben. Übrigens, in den moldawischen Rezepten meistens steht 3 Eier, 200 Gramm Butter und Schmand, wie viel. Aber bei Mehl steht keine Mengenangabe, es steht immer Mehl so viel es nötig ist. Also, weil manchmal braucht man ein bisschen mehr. Nun werde ich mit der Hand weiter kneten. Noch ein wenig Mehl dazu. Und los geht's. So, der Teig hat die nötige Konsistenz jetzt. Klebt nicht mehr an den Händen. Nun stelle ich den Teig in den Kühlschrank rein und in der Zwischenzeit dann bereite ich die Füllung zu. Für die Füllung brauchen wir, wie ich schon gesagt habe, Mohn und Pflaumenmus. Ich finde diesen Geschmack, so diese Mohnmasse, die ein bisschen süßlich ist und der Pflaumenmus, der so ein bisschen säuerlich ist. Die Kombination schmeckt mir sehr gut. Ja, da gebe ich etwa 3 Esslöffel rein. Dann wird gut umgerührt. Welche Füllungen würden für euch in Frage kommen? Schreibt in den Kommentaren. Eine Variante von mir wäre noch, ich habe auch kurz überlegt, auch Walnüsse so klein zu drücken, klein zu machen und auch hier reinmachen. Das schmeckt auch wunderbar. Und fertig ist die Füllung. Als nächstes dann werde ich alle meine Utensilien
vorbereiten, um den Teig auszurollen. Nun habe ich alles, was ich brauche, um den Teig auszurollen, und es geht weiter jetzt. Ich brauche auch ein bisschen Mehl, eine bemehlte Fläche, um mit dem Teig zu arbeiten. Noch kurz kneten hier. Ich werde jetzt den Teig halbieren und die Hälfte kalt stellen, weil die Butter wird weich. Ja, das wird ausgerollt jetzt. Der Teig soll ungefähr so dick sein, in ausgerollter Form natürlich. Und nun wird genauso wie bei Polzunasch in quadratische Stücke geschnitten. Dafür habe ich so einen tollen Pizzaschneider. Man kann auch ein Messer nehmen. Ja, und dann legen wir los. Da brauchen wir die quadratischen Stücke. So ungefähr sollten die quadratischen Stücke aussehen. Manche sind rechteckig. Ist mir nicht so 100% gelungen, aber trotzdem kann man schön rollen. Und es wird befüllt jetzt. Dafür nehme ich so ein bisschen von der Füllung und das kommt in eine Ecke. Und dann wird von Ecke zu Ecke gerollt. Ein bisschen verteilt hier die Füllung und dann gehen wir bis in die Ecke. So sieht das Stück aus. Wie ein Croissant. Ein bisschen hat die Form eines Croissants. Und die fertige Cornuleze kommen jetzt auf dem Backblech mit Backpapier belegt. Und so mache ich weiter. Um schneller die Dinger fertig zu bekommen, machen wir erstmal die Füllung überall schön verteilen und dann nur noch rollen, zusammenrollen und dann fertig. Das erste Blech ist voll jetzt, so sehen die aus, die leckere Cornuleze. Und nun kommt das Blech in den Backofen für etwa 25 Minuten rein. Das erste Blech ist jetzt fertig. Ein Blech kommt raus, einer kommt rein. So. So sehen die gefüllten Kekse, die Cornuleze aus, wenn sie aus dem Backofen frisch kommen. Es werden jetzt noch mit weicher Butter bepinselt, dann in Puderzucker gewälzt und fertig sind die Kekse. So, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar, ich werde jetzt erstmal mit Butter bepinseln, schön. Und nachdem die mit Butter bepinselt sind, dann wälze ich. So, das erste Stück ist fertig. So mache ich alle fertig. Wir sehen uns später. Et voilà! So sehen die gefüllten Plätzchen aus. Die schmecken traumhaft. Ich habe schon ein paar genascht. Guckt euch das an. Ich drehe mal so ein bisschen. Wow! Traut man sich gar nicht zu, hier mal eine oder andere rauszunehmen. Die sehen so schön aus. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt heute mit mir und ich würde mich sehr freuen, euch bei dem nächsten Video
hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.